Ein 90 Kilo deutsche Dogge saß 341 Tage lang im Tierheim. Der Boden war kalter Beton. Die Kette um seinen Hals war noch kälter. 28 Familien kamen. 28 Familien sahen die Größe. 28 Familien gingen weiter. Dann setzte sich eine Frau auf genau denselben Betonboden vor seinem Käfig. Und was in ihrer Wohnung in den nächsten 3 Jahren passierte, sie ist bis heute nicht darüber hinweg. Jede Nacht, ohne Ausnahme, nimmt ein 90 Kilo deutsche Dogge namens Atlas genau 11 Zentimeter weniger als das gesamte Doppelbett ein. Diese 11 Zentimeter gehören Clara. Sie hat das Bett für sich selbst gekauft. Seit 3 Jahren schläft sie nicht mehr in der Mitte davon. Und wisst ihr was? Sie würde es nicht mal tauschen wollen. Nicht für irgendwas auf der Welt. Aber fangen wir von vorne an. 341 Tage. So lange saß Atlas in Box 7 des Tierheims Maplewhite. Der Boden war kalter Beton. Die Kette um seinen Hals war noch kälter. 28 Familien kamen durch diese Türen. 28 Familien sahen die Größe. 28 Familien gingen weiter. Manche lachten. Ein Pärchen machte ein Foto und verschwand. Eine Tierpflegerin namens Dana sagte jedem Einzelnen von ihnen dasselbe. Er ist der sanfteste Hund in diesem Gebäude. Kein einziger drehte sich um. Nicht einer. Also Leute, hier ist etwas, das die meisten Menschen nicht über deutsche Doggen wissen. Sie sind keine Wachhunde, keine Angriffshunde. Sie sind im Kern Lebewesen, die vollständig für Nähe gebaut wurden. Sie wurden darauf gezüchtet, bei Menschen zu sein, zu lehnen, zu folgen, zu bleiben. Und wenn man ihnen das wegnimmt, wenn man sie 341 Tage lang auf einem Betonboden mit einer kalten Kette lässt, während fremde Menschen einfach vorbeigehen und nicht mal innehalten, dann bricht irgendetwas in ihnen. Ganz leise, aber es bricht. Um Tag 200 stand Atlas nicht mehr auf, wenn Menschen an seiner Box vorbeigingen. Um Tag 280 schaute er nicht mehr zur Tür. An Tag 341 lag er in der Ecke, seinen riesigen Kopf flach auf dem Boden und starrte ins Leere, als Clara hereinkam. Clara war 31 Jahre alt, frisch aus einer langen Beziehung raus. Neue Wohnung, neuer Job, neuer Stadt, kein Plan. Sie kam ins Tierheim, weil ihre Kollegin meinte, ein Hund würde gegen die Stille helfen. Sie dachte an einen mittelgroßen Hund, etwas Handliches, etwas, das nicht mehr frisst als sie selbst, einen vernünftigen Hund, ihr versteht schon, keinen, der größer ist als ihr halbes Schlafzimmer. Sie lief an Box 7 vorbei, ohne anzuhalten. Dann hielt sie an. Sie machte 3 Schritte zurück und schaute Atlas an. Atlas schaute sie nicht an, er starrte noch immer ins Leere. Sie stand einen langen Moment da und beobachtete ihn einfach. Dann setzte sie sich auf den Betonboden direkt vor seinem Käfig, schlug die Beine übereinander und wartete. Keine Worte, keine Gesten, einfach da sein. Dana beobachtete das vom Ende des Flurs, kein Wort. Nach 4 Minuten hob Atlas langsam den Kopf. Er schaute Clara an. Clara schaute zurück. Sie griff nicht durch die Gitterstäbe, sie machte keinen Laut. Sie blieb einfach auf dem Boden sitzen, einfach da, einfach bei ihm. Atlas stand auf, langsam, alle 90 Kilo von ihm. Er ging zur Vorderseite des Käfigs und setzte sich direkt vor ihr hin. Dann drückte er seine riesige Stirn gegen die Metallstäbe. Clara unterschrieb die Papiere 22 Minuten später. Die ersten 72 Minuten waren, und das sage ich ohne Übertreibung, ein komplettes Chaos. Atlas lief durch die Wohnungstür und warf mit seinem Schwanz sofort eine Stehlampe um. Er bemerkte es nicht mal. Er setzte sich aufs Sofa, das so weit einsank, dass Clara dachte, ein Bein wäre gebrochen. Er versuchte, sich unter den Küchentisch zu quetschen und steckte fest. Er stand dort 3 volle Minuten lang vollkommen still, als würde er darauf warten, dass sich der Tisch bei ihm entschuldigt. Echt jetzt. In dieser ersten Nacht stellte Clara ein großes Hundebett in die Ecke des Schlafzimmers. Teuer, orthopädisch, für Hunde bis 80 Kilo ausgelegt, was eigentlich schon eine Warnung hätte sein sollen. Um 1 Uhr morgens war das Bett leer. Atlas hatte sich auf den Boden neben ihr Bett verlagert und schnarchte so laut, dass Clara wach lag und sich fragte, ob etwas mit ihm nicht stimmte. Um 3 Uhr morgens hatte er sich auf das Bett selbst verlagert, belegte alles bis auf 11 Zentimeter und schlief tief, friedlich und unbeweglich, als hätte er das schon immer so gemacht, als wäre es sein Bett gewesen, schon immer.
Clara starrte von ihren 11 Zentimetern Matratze an die Decke und machte eine mentale Liste ihrer Optionen. Die Liste war kurz. Atlas wog 30 Kilo mehr als sie. Es gab keine Optionen. Sie schlief auf den 11 Zentimetern ein. Sie schläft seit 3 Jahren auf diesen 11 Zentimetern. Wenn ihr noch zuschaut und noch nicht abonniert habt, drückt jetzt auf Abonnieren. Atlas würde es von euch wollen. Die Morgen wurden zu ihrer ganz eigenen Art von Komödie. Jeden Tag um 6:47 Uhr stand Atlas auf und nieste ihr direkt ins Gesicht. Ein lautes, ganz körperliches Niesen. Das war der Wecker. Eine Schlummertaste gab es nicht. Wenn Clara es ignorierte, legte er seinen Kopf auf ihre Brust und starrte sie an, bis sie die Augen öffnete. Jeden einzelnen Morgen. Dann war da noch das Spiegelproblem. Jeden Morgen bog Atlas um die Ecke, sah sich selbst und erstarrte. Ein 90 Kilo deutsche Dogge erschreckt von seinem eigenen Spiegelbild. Er schaute immer zuerst weg. Der andere Hund war einfach nicht seiner Zeit wert. Krass, oder? Dann kam dieser Dienstagabend im November, der alles veränderte. Clara hatte seit 2 Tagen Fieber. Sie lebte allein. Es gab niemanden, dem sie es hätte sagen können. An jenem Abend kam sie früher nach Hause, schaffte es bis in den Flur und setzte sich auf den Boden, weil sich der Raum drehte. Atlas war neben ihr, bevor sie fertig saß. Er bellte nicht, er lief nicht nervös hin und her, er legte seinen Körper auf den Boden neben ihr, drückte sich gegen ihre Seite und blieb vollkommen still. Clara lehnte sich an ihn, weil es nichts anderes gab. Die Wärme, die von ihm ausging, war sofort zu spüren. Sie saß dort auf dem Flurboden, 90 Kilo Hund hielten sie aufrecht. Und sie dachte daran, was 341 Tage auf einem kalten Betonboden mit einem Wesen anrichten, das dafür gebaut wurde, jemandem nah zu sein. Er hatte darauf gewartet. Nicht auf den Flurboden, nicht auf das Fieber. Nur darauf. Jemanden, neben dem er bleiben konnte. Sie blieben dort zusammen, bis Clara sich sicher genug fühlte, um aufzustehen. Sie erzählte monatelang niemandem von dieser Nacht. Als sie es schließlich tat, fragten die Leute nicht zuerst nach ihr. Sie fragten nach Atlas. Heute ist Atlas 4 Jahre alt. Er belegt immer noch 11 Zentimeter des Bettes. Er niest Clara immer noch jeden Morgen ins Gesicht. Er erstarrt gelegentlich noch vor dem Spiegel, aber seltener jetzt. Das Sofa hat dauerhaft seine Form angenommen. Clara hat aufgehört, das ändern zu wollen. Es gehört zu ihm. Sie kommt nicht mehr in die Stille nach Hause. Sie kommt nach Hause zu 90 Kilo Hund, der seit 8 Minuten nach ihrer Abfahrt auf die Tür gewartet hat. Jeden Tag. Ohne Ausnahme. Manche Verbindungen kündigen sich nicht an. Sie setzen sich einfach auf einen kalten Betonboden und warten, bis du endlich aufhörst, weiterzugehen. Hättet ihr an Box 7 vorbeigelaufen oder hättet ihr euch auf den Boden gesetzt? Schreibt es mir in die Kommentare.